Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer und nach wurde die Grenze auch an allen anderen Orten geöffnet. Endlich konnten sich die Menschen wieder zwischen den beiden innerdeutschen Staaten bewegen. Welche Freude das für die Menschen bedeutete, haben wir alle schon oft gesehen. Viele waren sogar live dabei und können sich noch genau an diesen Tag erinnern. Auch hier am Priwall war die Freude groß, als die Grenze am 3. Februar 1990 endlich geöffnet wurde. Seit der Grenzschließung war die im Westen gelegene Halbinsel nämlich nur mit dem Schiff zu erreichen. Der Landweg hingegen war durch die Grenze versperrt. Um eine Flucht aus der DDR zu verhindern, war die Grenze hier besonders stark gesichert. Auch der Strand von Pötenitz war Teil des Sperrgebiets und durfte nicht betreten werden. Sogar auf dem offenen Meer wurde die Grenzsicherung fortgeführt. Dazu markierten spezielle Grenztonnen den Verlauf der Grenze. Die als Mahnmal aufgestellte Tonne Grenze 3 lag beispielsweise einige Kilometer vor der Küste von Ostdeutschland. Da Grenzsoldatinnen und Soldaten an den Stränden allgegenwärtig waren, muss Urlaub hier ähnlich beklemmend gewesen sein wie im Harz. Hinzu kam, dass Strände nachts gesperrt, das Wasser mit Suchscheinwerfern abgesucht und Wassersportgeräte wie Ruderboote verboten wurden, um jeden Fluchtversuch schon im Ansatz zu vereiteln. Außerdem mussten sich Urlauberinnen und Urlauber polizeilich registrieren lassen. Das alles ist seit dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende des Kalten Kriegs zum Glück Geschichte. Seitdem hat sich auch in Europa viel getan und durch die Schengener Abkommen sind sogar die meisten Grenzen zwischen den europäischen Staaten geöffnet worden. Damit einher ging auch die Liberalisierung der Märkte auf einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt sowie eine gemeinsame Währung, der Euro. Aber wie sieht es 31 Jahre nach der Grenzöffnung nun aus? Haben wir aus den Schrecken des Grenzregimes der DDR und dessen Umgang mit Menschen auf der Flucht gelernt? Unsere Europäische Union ist ein einzigartiger Raum der Freiheit. Nun ja, gleichzeitig mit der Öffnung der Grenzen innerhalb der Europäischen Union wurden sie nach außen konsequent geschlossen. Begründet wird dies unter anderem im Vertrag von Amsterdam mit dem Schutz des gemeinsamen Raums der Freiheit, Sicherheit und des Rechts. Im Europäischen Grenzkodex heißt es außerdem, Grenzkontrollen liegen nicht nur im Interesse des Mitgliedstaats, an dessen Außengrenzen sie erfolgen, sondern auch im Interesse sämtlicher Mitgliedstaaten, die die Grenzkontrollen an ihren Binnengrenzen abgeschafft haben. In der Praxis bedeutet dies zurzeit vor allem eins. Aber es geht jetzt ganz wesentlich in der Diskussion auch um den Schutz der Außengrenze. Denn ein Europa ohne Binnengrenzen geht nur mit verlässlichem Schutz der Außengrenzen. Und das geht auch nur durch eine stärkere polizeiliche Zusammenarbeit. Angesichts der Bedrohungen, denen wir alle ausgesetzt sind, können wir unsere Freiheit nur aufrechterhalten, wenn wir tatsächlich unsere Außengrenzen schützen. Das ist, was ich versucht habe darzustellen. Wenn wir die Außengrenzen nicht schützen, dann ist das Europa ohne Grenzen nach innen in Gefahr. Entscheidend wird aber aus meiner Sicht auch sein, dass die Polizei mehr Möglichkeiten bekommt im Umgang mit sogenannten Gefährdern. Das Thema Grenze und Grenzsicherung ist also noch immer aktuell. Interessanterweise taucht auch nach wie vor das Argument einer abstrakten Bedrohung von außen auf. In der DDR war es die vermeintliche Bedrohung durch den Kapitalismus. Heute ist es die Angst vor dem Terrorismus. Auch wenn die Rahmenbedingungen natürlich ganz anders sind und sich die beiden Grenzen nicht vergleichen lassen, wird das Argument in beiden Fällen herangezogen, um den Ausbau der Grenze auszuweiten und auch die polizeiliche Überwachung zu verstärken. Bekannte Stichworte dafür sind zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung und die Debatte über die Entschlüsselung digitaler Kommunikation. Dabei baut doch vor allem die Angst vor Terrorismus auf verkürzten bzw. rassistischen Vorurteilen über Menschen aus Ländern außerhalb der EU auf. Das Ergebnis dieser Politik haben wir leider schon viel zu oft im Fernsehen gesehen, da durch prekäre Fluchtwege und unterlassene Hilfeleistung bei der Seenotrettung mittlerweile tausende Menschen im Mittelmeer gestorben sind. Allein zwischen 2014 und 2019 waren es mehr als 18.800. Trotzdem werden die Einreisebestimmungen in die EU immer weiter verschärft. Unüberwindbare Mauern und Grenzen gehören also noch immer zur Realität in Europa. Natürlich gibt es keinen Schießbefehl, keine Minenfelder und auch keine Selbstschussanlagen. Tote gibt es allerdings trotzdem. Die Grenze ist nur nicht mehr so nah an uns dran wie zu Zeiten des Kalten Kriegs. Damals wie heute wird die Grenze kaum thematisiert, sondern meist einfach hingenommen oder verdrängt. Wenn wir jedoch etwas aus unserem Roadtrip an die Grenze gelernt haben, dann ist es, dass es sich lohnt, für Frieden, grenzenlose Freiheit und Demokratie zu kämpfen und dass Tote an den eigenen Grenzen absolut inakzeptabel sind.